Bereits im Frühjahr 2021 konnten wir im Zuge der Roadshow zeigen, wie leistungsfähig landwirtschaftliche Maschinen sind. Mit einer 8-reihigen Legemaschine konnten wir so in nur 12 Stunden über 40 Hektar Kartoffeln legen. Ein Rekord, der seinesgleichen sucht. 6 Monate später sind wir erneut für euch unterwegs und begleiten die Vorführtour unserer Erntetechnik. Wir reisen abermals zur Familie Brasch nach Mecklenburg-Vorpommern. Die Fläche, die wir im Frühjahr zusammen gelegt haben, ist zu diesem Zeitpunkt leider schon abgeerntet. Und so treffen wir uns auf einer Alternativfläche im kleinen Ort Lüblow in der Nähe von Ludwigslust. Ich bin Hermann Brasch, mir kennt man aus dem Frühjahr vom Pflanzen her schon. Und jetzt sind wir im Herbst angekommen bei der Ernte und wollen hier mal testen, was so ein Evo 280 so alles so kann. Am Feld angekommen, können wir die Evo 280 mit wenigen Handgriffen von der 3 Meter Straßentransportbreite in Arbeitsposition bringen. Hierzu wird die Achse um einen halben Meter teleskopiert. Außerdem schiebt sie das dritte Trenngerät seitlich aus der Maschinenkontur, während zeitgleich der Steinbunker sowie der 6 Tonnen fassende Nonstop-Bunker ausgeklappt wird. Da die Evo mit dem Kamerasystem SmartView ausgerüstet ist, können wir zudem ausgewählte Videobilder der Maschine auf handelsüblichen Tablets darstellen. Beide Abfahrer haben dafür je ein Tablet auf ihrem Schlepper, welches per WLAN mit dem Videosystem verbunden werden kann. So können die Fahrer während des Überladens das Live-Bild der Evo sehen und ihre Fahrstrategie entsprechend anpassen. Neben dem Hektarzähler setzen wir auch die sogenannte Massenkartierung zurück. Durch dieses System sind wir in der Lage, neben der geernteten Fläche zusätzlich auch die geerntete Gesamtmenge georeferenziert während des Rodens zu ermitteln und zu dokumentieren. Das System besteht aus verschiedenen Komponenten. Hier 2 Wiegezellen im Verlesetisch installiert, ein Drehzahlsensor, der die Geschwindigkeit des Verlesetischs misst und ein Arbeitsstellungssensor, damit wir den Workstate der Maschine erkennen. Das System basiert auf dem Prinzip einer Durchlaufwaage. Der Produktfluss auf dem Verlesetisch wird in Summe dokumentiert und gespeichert. Wir messen hier den kompletten Gutfluss. Bedeutet, wir haben nicht nur Kartoffeln, auch Beimengen. Deshalb sprechen wir hier von einer Massenkartierung und nicht von einer reinen Ertragskartierung. Auf der Fläche haben wir einen sandigen Boden mit 24 bis 30 Bodenpunkten sowie geringen Steinbesatz. Ideale Voraussetzungen, um mit der Evo eine hohe Durchsatzleistung erzielen zu können. Die Evo 280 ist ein 2-reihiger gezogener Vollernter, der sich für die Ernte unterschiedlichster Feldfrüchte eignet. Die 3 großen Trenngeräte ermöglichen auch unter schwierigsten Bedingungen höchste Flächenleistungen bei gleichzeitiger Erntegutschonung. Durch die großen Durchgänge sind wir zudem in der Lage, im angereicherten Verfahren zu arbeiten. Hierfür fährt ein WH200, ein sogenannter Schwattleger, vorweg, welcher 2 Kartoffeldämme aufnimmt und in die beiden benachbarten Dämme ablegt. Hierdurch können wir mit der Evo 280 als eigentlich 2-reihigen Roder ganze 4 Kartoffeldämme auf einmal aufnehmen. Die Durchsatzleistung und Produktschonung wird durch dieses Verfahren noch einmal deutlich gesteigert. Hermann Brasch nutzt seit vielen Jahren bereits das Grobkrautbandprinzip, welches in der Evo 280 verbaut ist. Die Technik kommt bei ihm in diversen gezogenen und selbstfahrenden Erntemaschinen von Grimme zum Einsatz. Ja, wir selber haben eine Rodeltechnik, System SE 150/60 und dann nochmal so einen ganz anderen Roller, den Ventor, zurzeit 2 Stück. Im Jahr roden wir so grobe Richtung irgendwo 1400 Hektar. Hermann Brasch rodet diese immense Fläche jedoch nicht im angereicherten Verfahren. Um die Vorzüge dieses Systems aufzuzeigen, sind wir mit dem zusätzlichen WH200 angerückt. Der Schwattleger wird hierbei von einem Fendt 714 getragen, an dem zusätzlich noch ein Krautschläger in der Front angebaut ist. Dieser schlägelt das Kraut bei Bedarf oberhalb der Dämme ab und fördert es seitlich aus der Maschine heraus. Bei großen Krautmassen wird somit die Verstopfungsgefahr am Roderaggregat verringert und die Durchsatzleistung beim nachfolgenden Roder entsprechend erhöht. Auf dieser Fläche scheint jedoch nicht das Kartoffelkraut, sondern eher die Beikräuter Probleme zu machen. Ja, also wir haben hier doch einen relativ dichten Vogelmiereteppich und aufgrund dessen ist natürlich die Absiebleistung reduziert.
Ansonsten zu regulären Rodezeit, zu regulären Feuchtigkeitsbedingungen im Herbst, gerade zur Stärke oder auch bei steinfreien Böden, habe ich da überhaupt keine Probleme. Da kann ich sicherlich bis zu 6 Stundenkilometer fahren. Gepaart dann mit dem KS 1500A vorne kann ich dann auch mit modifizierter Technik nach links das Kraut loswerden und nach rechts dann anreichern. Und das ist eigentlich insgesamt eine saubere Sache. Das Gespann macht mit dem komplett schwarzen John Deere 6250R eine sehr gute Figur. Die 275 PS Maximalleistung des 6,8 Liter Sechszylinders bieten sogar bei 4 Reihen und Fahrgeschwindigkeiten um 6 km/h noch einen Puffer. Wir sind hier nun auf einer Parzelle von ca. 15 Hektar mit einer Schlaglänge von einem guten Kilometer in der Stärkesorte Fasan unterwegs. Begrenzender Faktor auf dieser Fläche ist das nicht geschlagene Kraut und der teilweise starke Besatz mit der Vogelmiere. Wir sind hier unterwegs mit ca. 4,7 bis 6 km/h im angereicherten Verfahren. Wir haben auch an einer Stelle versucht, 2 Reihen alleine zu roden. Dort waren wir dann mit ca. 1,5 km/h schneller unterwegs. Mit der Evo 280 können also auch im angereicherten Verfahren hohe Fahrgeschwindigkeiten erzielt werden. Grund dafür sind unter anderem die breiten Durchgänge der 3 großen Trenngeräte, welche eine äußerst hohe Durchsatzleistung bei höchstmöglicher Produktschonung realisieren. Außerdem ist die Maschine neben einem stufenlosen Siebbandantrieb mit vielen Automatikfunktionen ausgestattet, die den Fahrer von Regelungsaufgaben entlasten. Hierzu zählen beispielsweise Speedtronic Web und Speedtronic Zap. Mit der Speedtronic Web werden das erste und zweite Siebband inklusive Grobgrabband automatisch von der Fahrgeschwindigkeit und Auslastung geregelt. Mit der zusätzlichen Speedtronic Zap werden die Trenngeräte automatisch geregelt bis zum Verlesetisch, sodass wir von einem vollautomatischen Rodeprozess sprechen. Neben den elektronischen Helfern ist die Maschine zudem mit dem patentierten Non-Stop-Bunker ausgerüstet. Hierdurch wird ein Überladen des Erntegutes während der Fahrt ermöglicht, wodurch die Flächenleistung um bis zu 30% steigen kann. Das geniale Konstruktionsprinzip ermöglicht nämlich ein Reversieren des umlaufenden Bunkerbodens nach dem Entladen, wodurch keine Knollen beschädigt werden. Die Entladezeit der 6 Tonnen beträgt zudem gerade einmal 45 Sekunden. Da wir in diesem Fall Stärkekartoffeln ernten und diese zu einem späteren Zeitpunkt in die Fabrik gebracht werden, legen wir eine Feldmiete an. Diese bietet sich für eine zeitlich begrenzte Zwischenlagerung an, da sie verhältnismäßig kostengünstig ist. Zum Schutz wird lediglich eine Folie über das Erntegut gezogen. Hermann Brasch gibt uns mehr Informationen zur späteren Verladung der Kartoffeln. Wir lagern die am Feldrand. Die Kartoffeln, wenn da ein bisschen Steinbesatz drin ist, die gehen durch einen RSEP durch, einen stationären. Und wenn nicht so viele, gehen sie durch einen RH 1640 mit Förderbahn auf Anhänger, LKW und zur Fabrik. Durch die verbaute Massenkartierung besteht hierbei der Vorteil, dass der Landwirt neben einer ortsdifferenzierten Dokumentation genau weiß, wie viel Erntegut in der Miete liegt. Hierdurch kann beispielsweise die Transportlogistik geplant werden. Wie genau das System arbeitet, zeigen die Gegenwiegungen. Wir haben die Gegenwiegung auf einer Brückenfahrzeugwaage bei der naheliegenden Biogasanlage durchgeführt. Bei der ersten Gegenvalidierung, da hatten wir ein Differenzgewicht von 40 Kilo auf 6,1 Tonnen. Bei der zweiten Validierungswiegung hatten wir ein Referenzgewicht von 80 Kilo auf 8,7 Tonnen. Also wir sind somit unter 1% in der Genauigkeit bei diesem System. Da die Massenkartierung ein Isobus-System ist, kann die Bedienung zudem mit der Evo kombiniert werden. Somit wird kein zusätzliches Terminal in der Traktorkabine benötigt. In unserem Praxisbeispiel hier bedienen wir und visualisieren wir das System über unser CCI 1200 Isobus-Terminal. Auf dem Terminal werden die Daten gespeichert und dokumentiert. Wir können die Daten via USB-Stick in ISO-XML-Format ausgeben, sind aber auch in der Lage, über die Online-Verbindung des Terminals mit dem Agri-Router zu kommunizieren und darüber die Daten an etliche Fahrmanagementsysteme bereitzustellen. Außerdem hat die Maschine eine Telemetrieeinheit werksseitig installiert, die Maschinendaten in das Endkundenportal MyGrimme sendet. Dort haben wir die Möglichkeit, Maschinendaten live einzusehen, aber auch automatisch Maschinendaten zu dokumentieren ohne Eingabe des Fahrers, wo wir dann in der MyJobs-Funktion die Daten im Nachgang auswerten können. Der Rest des Tages verläuft reibungslos.
Hubertus und Benny roden Bahn für Bahn und die Miete wächst stetig entlang des Feldrandes. Als gegen 17 Uhr bereits die Dunkelheit eingetreten ist, nimmt Benny die letzten angereicherten Dämme auf. Zum Abschluss erfragen wir die heutige Tagesleistung. Was steht auf dem Tacho? Wie viele Hektar haben wir heute geschafft? Heute haben wir 11,21 Hektar geschafft bei einem durchschnittlichen Ertrag von 43 Tonnen. Ja, also bei 11,21 Hektar in 9 Stunden macht das ungefähr einen Wert von 1,25 Hektar pro Stunde. Das ist eine ordentliche Teamleistung. Herzlichen Dank nochmal an alle für die geile Teamleistung hier. Somit konnten wir in gerade einmal 9 Stunden fast 500 Tonnen Kartoffeln in die Miete fahren. Aus unserer Sicht ein mehr als vorzeigbares Ergebnis.